Bevor du deine Sommergarderobe wegpackst, warte noch einen Moment, denn viele unserer Lieblingssommerteile lassen sich auch tief in den Herbst tragen. Ich verwandle heute 6 typische Sommerteile in moderne Übergangslook mit ein paar Schichten, mit meinen Lieblingstüchern und 3 unterschiedlichen Schuhen zeige ich dir, wie aus einem Sommerlook ein Herbstlook wird. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, ich bin die Mira und wie ich es immer sage, es ist alles eine Sache des Stylings. Für dieses Video hat mir Vivaya freundlicherweise 2 Paar Sneakers und elegante Slink-Pumps aus der neuen Herbstkollektion zur Verfügung gestellt. Die zeige ich dir im Detail gleich, wenn ich die mit meinen Outfits kombiniere. Und ich fange schon direkt mit dem ersten Outfit. Mein erstes Sommerteil ist eine weiße Hose aus Seide. Du kennst sie vielleicht schon aus meinem Sommerlook. Es ist meine Lieblingshose. Ich habe sie schon sogar mit einem Halstuch kombiniert, das ich einfach zu einem Top gebunden habe. Ich mag diesen Vergleich sehr, weil man daran sieht, wie wandelbar sowohl die Hose als das Tuch sind. Falls du wissen möchtest, wie ich ein Halstuch sicher zu einem Top binde, das passende Video verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Für die Übergangszeit kombiniere ich dieselbe Hose ganz anders. Dazu trage ich einen schwarzen Kaschmirpullover. Das Schwarz gibt der leichten weißen Hose sofort mehr Tiefe und nimmt ihr dieses etwas Sommerliche. Das gleiche Halstuch sitzt jetzt nicht mehr als Top, sondern ganz klassisch am Hals. Dadurch bleibt die Verbindung zum Sommerlook erhalten, aber die Wirkung ist eine vollkommen andere. Dazu trage ich den schwarzen Sneaker von Vivaya aus besticktem Samt. Durch den Samt und die Stickerei wirkt er für mich etwas feiner und eleganter als ein typischer Sommersportschuh. Besonders praktisch ist der elastische Fersenbereich. Ich kann einfach hineinschlüpfen und muss mich nicht lange mit dem Schuh beschäftigen. Er ist außerdem super weich, bequem und wirklich sehr leicht. Ich habe schon mehrere Sneaker von Vivaya. Ich muss aber sagen, wo ich die ausgepackt habe, ich musste einfach sagen, Wahnsinn, wie leicht die Schuhe sind. Also man fühlt sich in den Schuhen, als ob man Hausschuhe tragen würde. Die schwarzen Schuhe nehmen die Farbe des Pullovers wieder auf. Dadurch wirkt der Look ruhig und stimmig. So kann ich ausgesprochen sommerliches Style ganz selbstverständlich im Herbst weitertragen. Das zweite Teil ist ein schwarzes Strickkleid. Das Kleid begleitet mich schon seit Jahren. Immer wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll, rettet mich das Kleid. Und schwarz funktioniert natürlich das ganze Jahr. Dazu trage ich eine weiße Bluse. Mit dem Gürtel betone ich die Mitte, damit die zusätzlichen Schichten die Figur nicht verdecken. Darüber kommt ein brauner Bläser. Die Kombination aus Schwarz, Weiß und Braun ist klassisch, wirkt aber durch die unterschiedlichen Materialien nicht langweilig. Dazu trage ich die dunkelbraunen Sneaker. Er fühlt sich weich an und hat eine flache, schmale Sohle. Genau solche Sneaker übrigens gehören zu den Schuhtrends im Herbst 2026. Die sehr klobigen Modelle treten zurück und die Silhouetten werden wieder leichter und feiner. Das Dunkelbraun passt wunderbar zum Bläser und wirkt zum schwarzen Kleid etwas weicher als ein schwarzer Schuh. Ich konnte mich bei meinem Styling nicht entscheiden. Die zweite Variante ist etwas reduzierter. Ich lasse die Bluse weg, trage den Bläser direkt über den Kleid und lege zusätzlich einen Kaschmirpullover locker über die Schultern. Welche Version gefällt dir besser, mit weißer Bluse und Gürtel oder ganz reduziert nur mit Bläser und Pullover? Schreib mir das gerne in den Kommentaren. Mein drittes Teil ist ein weißer Maxi-Rock aus Seide.
kombiniert mit einem passenden Seidentop. Zusammen ist das ein sehr heller, fließender Sommerlook. Dafür kombiniere ich einen Mohair-Pullover in hellbraun. Der flauschige Strick bildet einen schönen Kontrast zu glatten Seide und macht den Look sofort herzlicher. Dazu binde ich ein Halstuch um den Hals. Es greift die warmen Farben des Pullovers auf und bringt etwas mehr Ausdruck in den oberen Bereich. Bei den Schuhen habe ich mich für die Slink Pumps mit Kuhmuster entschieden. Das ist inzwischen schon mein drittes Paar Slink Pumps von Vivaya. Für mich sind das wirklich die bequemsten Heels überhaupt. Die Innensohle ist weich gepolstert und das macht für mich einen deutlichen Unterschied. Natürlich empfindet jeder Komfort ein bisschen anders, aber ich kann hier aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Die sind wirklich super bequem. Das Kuhmuster klingt zusätzlich sehr auffällig. In diesem Look fügt er sich aber erstaunlich harmonisch, weil Weiß und Braun bereits im Outfit vorkommen. So wirkt der Schuh besonders, aber nicht unruhig. Ich werde dir die Schuhe natürlich unten in der Beschreibung verlinken, genauso wie ein Rabattcode, damit du bei der Bestellung auch sparen kannst. Und für die, die mit Vivaya noch nichts anfangen können, es ist eine nachhaltige Marke, die produzieren aus Plastikflaschen. Und bevor die Frage kommt, sind die überhaupt bequem, die Schuhe? Ja, ich kenne die Marke schon seit Jahren, die trage ich auch seit Jahren, die Schuhe. Ob das die Pumps sind, Sneakers oder Ballerinas, die trage ich schon von Anfang an und die sind wirklich sehr robust und teilweise auch in der Waschmaschine waschbar. Mein nächstes Style ist eine leichte Hose in Schwarz in Leinenoptik. Sie ist luftig und deshalb ideal für warme Tage. Ich kombiniere sie mit einer weißen Bluse und darüber mit einem Pullover mit kurzen Ärmeln. Solche Sommerpullover finde ich für den Übergang sehr praktisch. Sie funktionieren fast wie ein Pullunder, wirken aber etwas angezogener und lassen die Ärmel der Bluse schön sichtbar. Damit der Look nicht zu streng wird, ergänze ich eine Baseball-Cap und wieder den schwarzen Samtsneaker. Darüber kommt ein klassischer Trenchcoat. Das ist für mich ein typischer Übergangslook für einen Tag, an dem es morgens frisch ist und später noch einmal warm wird. Ich kann den Trench ausziehen und den Kurzarmpullover funktioniert trotzdem allein über die Bluse. Teil 5 ist eine knöchellange Denim in Beige. Auch helle Jeans verschwinden viel zu schnell aus unserer Garderobe. Ich trage dazu ganz bewusst nur ein schlichtes Basic-Shirt und einen Blazer in Wildlederoptik. Dazu kommen wieder die Slink Pumps mit Kuhmuster. In diesem Outfit verzichte ich vollständig auf zusätzliche Accessoires. Kein Halstuch, keine auffällige Kette und keine besondere Tasche. Der Schuh soll hier der Blickfang sein. Wenn ich noch eine zusätzliche Schicht möchte, lege ich einfach einen Pullover über die Schultern. Dadurch bekommt der Look etwas mehr Tiefe und ich habe gleichzeitig etwas dabei, falls es später kühler wird. Mein sechstes und letztes Teil ist eine elegante Shorts, denn solange es noch warm ist, möchte ich die Shorts nicht sofort aus meinem Kleiderschrank verbannen. Damit der Look nicht mehr nach Hochsommer aussieht, kombiniere ich die Shorts mit einer weißen Bluse und einem braunen Blazer. Dazu trage ich noch einmal die Slink Pumps mit Kuhmuster. Weil Blazer und Schuhe warme Brauntöne aufgreifen, wirkt das Muster nicht wie ein Fremdkörper, sondern als Teil des gesamten Farbkonzepts. Natürlich ist das ein Look für die milderen Tage, aber gerade der Spätsommer und der frühe Herbst schenken uns oft noch ein paar sonnige Stunden, dann müssen elegante Shorts nicht sofort verschwinden. Das waren meine Sommerteile und Ideen für einen Übergangslook. Schreib mir gerne in den Kommentaren, welcher Look dein Favorit ist. Einfach Nummer von 1 bis 6. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns bald wieder.